In diesen Kartons ruhen ihre Vorfahren. They want to be buried with their families. And so that's why it's so important for our ancestors to come home, so they can feel the warmth of the land and they can feel the warmth of their communities of origin. Es sind wahrscheinlich die letzten Schädel und Knochen, die es von Maori und Moriori in Göttingen gibt. Sie treten ihre Heimreise an, nach Neuseeland. Aber es gibt noch mehr menschliche Gebeine an der Universität, rund 1800, vor allem aus den ehemaligen deutschen Kolonien. Sie zu finden, ist unter anderem Aufgabe eines Historikers. Also ich gehe in der Regel von dem Schädel oder dem Überrest, der in der Sammlung ist, selbst erstmal aus. Und dieser Schädel hat in der Regel Aufschriften oder anhaftende Informationen in Gestalt von Etiketten oder Nummern, die beiliegen oder irgendwie befestigt sind am Schädel. Und das sind für mich so die Ausgangsinformationen. Diese Informationen kann er zeigen, die Schädel selbst nicht, aus ethischen Gründen. Doch die historische Spur ist in dem Fall eindeutig. Es steht da zum Beispiel Kanaka von Ulan, das ist also eine sogenannte Sandwich-Insel. Sandwich-Insel ist der alte Name für Hawaii. Aber nicht nur der Hinweis auf Hawaii hilft dem Provenienzforscher weiter. Er findet auf dem winzigen Etikett auch den Titel einer Publikation. Das ist diese hier, Schädelform der Sandwich-Insulaner, verfasst von einem Dr. Karl Ude. Karl Ude war ein Chirurg, Lehrer an einer chirurgischen Lehranstalt in Braunschweig, dessen Schüler Bielitz Schiffsarzt war und der auf einer Schiffsreise nach Ozeanien dort auf Hawaii Schädel mitgenommen hat. Sterbliche Überreste von 4 Hawaiianern kamen so Mitte des 19. Jahrhunderts zuerst nach Braunschweig, Jahrzehnte später dann nach Göttingen. Diesen Übergabeakt, der ist hier dokumentiert in einem Brief des damaligen Direktors der Anatomie, in dem der Direktor an die Universitätsleitung sich wendet und um Geld bittet für den Ankauf dieser Sammlung. Dieser Antrag ist offenbar abgelehnt worden, dennoch befinden sich diese Schädel in der Sammlung. Das heißt also, dass die Schädel offenbar geschenkt worden sind. Und deshalb in der Blumenbachschen Schädelsammlung liegen. Hier findet sie die Anthropologin. Man kann sich natürlich auch vorstellen, wenn die Sachen vor 100, 120 Jahren gesammelt wurden, weiß man manchmal nicht mehr, sind wirklich die menschlichen Überreste in dem Karton die wir suchen, oder ist auch da irgendwie was vertauscht worden? Handelt es sich überhaupt um ein Individuum? Handelt es sich um mehrere Individuen? Und das ist somit das Erste, was man dann versucht herauszufinden. Denn es gibt oft mehr menschliche Überreste als eigentlich angenommen. Gesammelt wurde nämlich alles, egal ob es zusammengehörte oder nicht. Als Katharina Stötzel die Gebeine aus Hawaii untersucht, wundert sie sich deshalb nicht. Dass Schädel und Unterkiefer zu unterschiedlichen Individuen gehören. Das heißt, aus 2 Schädeln oder 2 Inventarnummern sind dann am Ende 4 geworden. Darunter ein Kind, das etwa 1 Jahr alt war. Dann erwachsene Frauen und Männer zwischen 20 und 50 Jahren, die offensichtlich in der Erde lagen, also beerdigt waren, wie hier am Plastikschädel erklärt. Genau, also meistens sieht man das ganz gut an der Schädelbasis. Wir haben hier ja sehr, sehr viele Öffnungen, wo Gefäße, Nerven etc. durchtreten. Und sehr häufig, wenn die Schädel bodengelagert waren, bleiben in diesen Öffnungen noch Erdreste oder Wurzelreste erhalten. Und das sieht man halt immer ganz gut in den Öffnungen an der Schädelbasis, zwischen den Zähnen zum Beispiel auch, in der Nasennebenhöhle. Das sind Sachen, weiß ich dann, okay, der wurde beerdigt oder hat zumindest in der Erde gelegen. Die Knochen würde sie eigentlich mit einem Endoskop durchleuchten, um so mehr über die Todesursache zu erfahren.
Aber das wollen die hawaiianischen Nachfahren nicht. Es ist schade natürlich einerseits, aber andererseits ist es halt auch wichtig, dass man nicht einfach forscht, nur um zu forschen, sondern halt wirklich dann auch mit den Herkunftsgesellschaften im Einklang das macht. In dem Fall mit den Nachfahren aus Hawaii. We are the sum of all of our ancestors. And so when they are disturbed and when they're Eevee and their bones are taken, then the living are disturbed. All of our family members, their blood flows in my veins. So when we take care of our kupuna, their bones live through us. Daher ist es so wichtig, dass sie ihre Vorfahren wieder mit nach Hause nehmen, für sie sorgen können. Denn ihre Iwi Kupuna stärken und schützen sie. Es war seine Großmutter, die ihm das klargemacht hat. That the house cannot stand tall again unless the foundation is firm. And I'm like, what the heck does that mean, Grams? And she says, the house I'm referring to is our kingdom, our country, our government. But that government cannot stand again because its foundation has been weakened because the ancestors got taken. And bring them back first, restore that foundation, then build a country. Das Office of Hawaiian Affairs unterstützt seit Jahren die Rückführung der Gebeine, vor allem finanziell. Aber das ist nicht überall der Fall, auch weil Grenzen sich längst verschoben haben. Und oft nicht klar ist, wer sind eigentlich die Nachkommen. Selbst wenn es um ethnische Communities geht, dass die vielleicht zwischen 2, wenn nicht sogar 3 Ländern aufgeteilt sind, sodass die selbst Gruppenzugehörigkeit sehr schwierig zu identifizieren und noch schwieriger zurückzugehen, also einen Empfänger festzustellen. Das macht es aus Sicht der Kulturanthropologin oft sehr kompliziert. Man hat die schön aufgeschrieben, die sind aus Kamerun, die sind von da und da, aber wo in Kamerun und in welchem Teil? Ach, das ist jetzt da oben, das gehört jetzt zu Nigeria. Was machen wir da jetzt? Dazu kommt, dass es auch in den Herkunftsländern unterschiedliche Interessen gibt. Während manche eine DNA-Forschung begrüßen, wollen andere die Gebeine gar nicht zurück. Zu lange unbestattet. Zu lange haben die Knochen in diesen Kartons gehaust. Es hat in Tansania etwa 120 verschiedene Gruppierungen, die auch sehr unterschiedlich leben. Und da wird es ein Ringen geben zwischen lokalen Interessen und der Art und Weise, wie der Staat dann es für richtig empfindet, wie das gemacht werden könnte. Daher gibt es aus Tansania auch noch keine offizielle Rückgabeforderung an die Universität Göttingen. Trotzdem arbeiten beide Seiten schon zusammen, tauschen sich aus. Über 70 Gebeine und Schädel haben sie in den Göttinger Sammlungen schon gefunden. Da habe ich keine Schädel. Kein Schädel. Keinen Schädel hier in der Anthropologie. Fellows aus Tansania oder Kamerun, Palau oder Neuseeland kommen auch nach Göttingen und begeben sich auf Spurensuche. Auch wenn es nicht einfach ist, Informationen zu finden. Some of it had been bombed during World War II, and so it had been lost. And so also for the 4 Māori ancestral remains, 3 of them, the only information they had on them was the word Māori written on their skull. So I actually had to do detective work to actually find out who wrote that word Māori. Tehere Kiekye Herewini erlebt dabei, wie seine Vorfahren zu Objekten wurden. Versehen mit Nummer, Namen, Teil einer Inventarliste. Man hatte sie nicht nur den Gräbern entrissen, sie wurden auch in den Jahren danach missbraucht. Daher gehören zum Beispiel Rituale zur hawaiianischen Zeremonie, die alle erst einmal reinigen und Vertrauen schaffen. Für Maori und Moriori aus Neuseeland sind es vor allem die Lieder, die sie mit ihren Vorfahren wieder verbinden sollen. So we didn't have a written history, but it is through our chants, through our music, and it's our spoken poetry that actually is our history. And so it's not just about singing a song, it's actually about telling history
in a poetic form so that we may remember our own past. Bis 2020 ist ein Teil der Gebeine noch in der Lehre verwendet worden. Studierende lernten daran die Vielfalt der menschlichen Spezies kennen. Ein Wissen, das der Forschung heute zugutekommt. Ich habe damals zum Beispiel auch mit diesen menschlichen Überresten gelernt. Und es ist eigentlich eine wichtige Grundlage für die Provenienzforschung, dass man als Anthropologe schon mal die Varietät sehen kann, die menschliche Überreste haben kann. Unterschiede, die nun durch Repliken oder den Austausch von Gebeinen aus verschiedenen Kulturen möglich werden sollen. Denn auch in der Universität ist der Prozess des Umdenkens in vollem Gange und mit der Erkenntnis verbunden, dass man das eigene Fach und seine Historie nicht losgelöst betrachten kann von der kolonialen Hintergrundlandschaft. Also dass man auch erkennen muss, wie sind wir eigentlich zu diesen Beständen gekommen. zu Wissensbeständen und zu Objekten, die nun wieder eine eigene Lebensgeschichte erhalten. Schädel und Knochen mit einer eigenen Biografie. Da